many crosses once stood on a lonely hill, where three were crucified. There was one without blame on the middle cross, and a thief on either side. Oh, the man on the middle cross was my Lord, dying to save me from loss. Sinless and blameless, I see him now, looking down from the middle cross. On Calvary's dark hill where the crosses stood, my Savior in anguish tossed. Father, oh Father, forgive them now. In the cry from the middle cross. Oh, the man on the middle cross was my Lord, dying to save me from loss. Sinless and blameless, I see him now, looking down from the middle cross. 'Tis a story so unkind in the holy book we find, and it tells that Jesus stood alone one day. Thoughts accused and they're condemned, yet they found no fault in him. The man that wore the scarlet purple robe, my Savior wore, oh, the shame from me he bore. As he stood alone forsaken on that day, and they placed upon his head piercing thorns of blood-stained red. His raiment was the scarlet purple robe. In a common judgment hall, he was mocked and scorned by all, while the tears of sorrow fell upon his cheeks. Soldiers of the wicked band smote him with the war. Oh, the shame for me he bore, as he stood alone forsaken on that day. And they placed upon his head piercing thorns of blood-stained red. His raiment was the scarlet purple robe. Words of truth and no fame from the lips of Pilate came. In this man I find no reason he should die. But the multitude still cry, let him now be crucified. The man that wore the scarlet purple robe, my Savior wore, oh, the shame for me he bore, as he stood alone forsaken on that day. And they placed upon his head piercing thorns of blood-stained red. His raiment was the scarlet purple robe. Good morning. Dat is een bijzondere dag vandaag, en maandag gestolen om de message brengen. En dat is Oostermaandag vandaag. Dat is een bijzondere tijd wat we deze dag vieren doen. Oostertijd, Jezus zijn sterven, lijden, sterven en opstaan van dood. Eerstens wil ik jullie gleich te grijzen met bidden uit Psalm, wil ik zeggen. Psalm 103, vers 8.
Da sagt es so, der Herr ist voll Gnade und Mitleid, geduldig, treuherzig und leidtålig. Das ist, was der Herr ist. Und ich würde in den Namen von Jesus jedem einem Gottes Frieden wünschen. Das ist Jesus dort zu seinen Jünger sagen, deed, nur um Abstunden vom Tod, dann sagt er dort zu End, Frieden mit Jünd, als er dort in der Stube, die Jünger sind, beschloten. Dann kommt er in der Stube, sagt er, Frieden mit Jünd. So in den Namen von Jesus, Gott, Jesus sein Frieden macht in unserem Mad sein, von der aus morgens als mein Gebet. Weil wir noch beten, bevor wir wieder gehen an diese Botschaft von der aus morgens. Himmlischer Vater, wir danken dir, Jesus Christus, Sohn Gottes, für was du hast getan dort am Kreuz auf Golgatha für meine Sünde. Und dass du bist den Weg ganz gegangen, du stirbst, du wird im Grab gelegt und du stehst ab, wo wundervoll wir scheinen. Heiland, da danken wir dir ganz besonders schwer. Wir danken dir für das wundervolle Sonntag hier in dieser Area und wir schauen zurück in unsere Worte mit deinem Leib, mit deinem Sonnenschein, bedachen von der aus morgens. Das beten wir in Jesus Namen. Amen. Von der die Botschaft, den ich believe on the resurrection of Jesus. Or do you believe on the resurrection of Jesus? Lässt du glauben an die Auferstehung von Jesus Christus? Da merkt ein Unterschied, als wir dort weiter und nicht glauben, oder als wir dort weiter und glauben. Da merkt ein großer Unterschied in uns Leben. Das ist zu sein in uns Leben, was von Eindruck dort geben wird. Bleibe ich dort? Sag ich bloß, ich glaube dort, oder lebe ich dort? Nach ein paar Mal Verse, Psalm 103, Vers 9, ich will den 8. Vers noch einmal lesen. Der Herr ist voll Gnade und Mitleid, geduldig und treuherzig, leidtålig. Er wird nicht einmal schalen und wird nicht ewig eierlich bleiben. Er handelt mit uns nicht gerne, als unsere Sünden verdient haben, und straft uns nicht gerne, als wir Arg getan haben. Wird so hoch, als der Himmel boven der Erde ist, so groß, als Gott seine Treuheit gelebt, zu die, die am fürchten, oder am Glauben tun. Noch ein Vers aus Joel chapter 2, verse 12 and 13. Zwei Vers dort. Joel 2, Vers 12 und 13. Nicht kann die nach kommen, sagt der Herr. Geef mir dein ganzes Hort. Hielt und lot jene Sünden leid sein und fangt an zu fasten. Kommt mit ein gebrochenes Hort und nicht mit ein verregnet Kleid. Kommt nur den Herrn, jenen Gott, er ist gänzlich und gnädig. Er ist geduldig und treuherzig, leidtålig. Er hielt leicht ab mit Strophen. Im Alten Testament, dann luren die Menschen, die an Gott glauben deden, Kinder Israel, und Menschen, die an Gott glauben deden, die luren nur des Messias, sondern Jesus würde in diese Welt geboren worden. Aber wie das nicht passiert. Und aber sie sagen dort dann auch, wer immer dich und Jesus und Gott kommen deit, der sagt dort in gnädiger Gott, der erführt dort, der belebt dort, das ist in gnädiger Gott, das ist ein barmherziger Gott, das ist ein freundlicher Gott. Wahrscheinlich. Und dort ist derselbe Gott in Jesus, was wir von der und deine derben. Wahrscheinlich. Gott ist barmherzig. Wenn es nicht für die große Barmherzigkeit Gottes wäre, was würde passiert sein mit der Erlösung, mit Salvation? Wo würden wir stehen von der? Weil wir Gott bloß loben und preisen für was er getan hat, für Jesus, dass er wahrlich wir als Gottes sehen, rauf zu kommen in diese Welt. Meine Botschaft stelle Freitag, die wir bei Jesus sein Mitleiden und Ansehen leiden, Jesus Compassion and Suffering. Und da sehen wir dort, was Jesus von der großen Leib hat für uns Menschen und wo geduldig er mit uns Menschen wir und wo er dort bewiesen hat. Und ich würde gleich kurz ein Ding hier zu sagen. Ich würde vielleicht eben noch Messer von ihr Scheck nehmen.
Life Story vielleicht. Da wird eine Frau, wie im Namen Catherine Morris, die wohnt hier in Barnum, Texas. Sie starb der 21. Januar 2020. So sie ist nun ein paar Monate gestorben. Sie wird 93 Jahre alt. In haar Lebensverzeichnis, Obituary, da wir viel verschiedene Bänder von was sie geschafft hat, was ihr Interesse wäre was, was sie hat gleich zu tun. Und ich stimme dort mit, was es danach sein wird. Weit, das größte Ding, was sie belebt hat, wie das. 4 Tage, für sie starb, sind 93 Jahre früh, 4 Tage, für sie starb, nehmen sie Jesus an der Hut. Fire deel per se starb. Fire deel. Dit denk, nu de Bibel nu, nu het Nieuwe Testament nu, dit maakt de ganze Unterschied voor deze 93 jaar früh voor de eeuwigheid. Dit maakt de ganze Unterschied. Wat door 4 deel voor hem sterven passiert. So, dit is een denk, dat maakt den ganze Unterschied voor mij en voor die. De ganze Unterschied maakt dit, als wie wahre geboren sind. Dat is de ganze Unterschied voor de Ewigkeit, wo wir worden zijn. Wie weten dat Jezus zei in Johannes 8, vers 31, dat wanneer we worden blijven in zijn leer. Hij redet tot de Juden wat aan blijven deden. Dan zei hij te eind, wanneer die worden blijven in mijn leer, dan worden zij dat eeuwige leven hebben. Dan worden zij im Himmel komen onder weer. En dan blijven, en dat blijven, dat uitleven. Maar dan is maar die Glaube komen, voor wie dat uitleven kan. Zodat merkt de Unterschied. Wat wordt passiert zijn? Nu een vrouw en mij en die. Wat wordt passiert zijn, wanneer de vrouw weer 5 dagen gestorben? Als wat ze deed. De laatste 5 dagen in haar leven maken de ganze Unterschied voor de eeuwigheid. En du en ik weten goed, wanneer we Jezus niet im Hart hebben, prijs den Herrn, dat we hem kennen, niet? Maar zonder wir zijn, wer Jezus nicht kennt im Hart. Du weißt gut, als Gott die Wort, die extra 4 Tage geben in dein Leben, was er diese früh deed. Aber Gott ist gnädig, er ist barmherzig. So, das hat sei das. Von der, wenn Gott roepen das, hier noch an, dreh die noch an, neem hem an. Johannes 20, will ich zum Vers lesen. Wir wollen uns noch wieder anloten und dort Jesus abgestoßen ist vom Tod. Und dort will ich uns zum Vers lesen in Johannes 20, Kapitel 20, Vers 1. Dort laden je Graf. Tidig am ersten Tag von der Weg, als es noch dies da wir, kam Maria Magdalena im Graf. Sie sagt, dort der Stein vom Graf weggenommen wird. Dann ran sie in Chaim nur Simon Petrus und nur den anderen Jünger, den Jesus gut wir und sie zu ernten. Sie haben den Herrn aus dem Graf genommen und wir weten nicht, wo sie am Herrn gelegt haben. Dann gingen Petrus und der andere Jünger Rüt und gingen Graf. Sie rannten beide. Der andere Jünger kon da ran als Petrus und Chaim dort ersten Graf. Hij bakt zich en checkt door nan en zag de lokens door liggen. Hij checkt aber nicht nan. Dann kam Simon Petrus am nu en ging am Graf nan en zag ook de lokens door liggen. En dat schweitdurk dat hij om den Kopf gehört had. Lag aber nicht wie de lokens, aber top gelegt op een andere steed. Dann ging der andere Jünger, der dort erst Graf gekommen wie auch nan en hij zag en bleibte dort. Sie wussten noch nicht, dass die Schrift sagt, dort hij vom Tod abstoßen muss. Sie wussten noch nicht, sagt es hier.
Jesus hat seine Jünger dort gesagt, dass er wird vom Tod abstehen, aber dort hat er nicht gepackt, haben sie nicht verstanden, haben sie nicht das dort zu Hause genommen. Und was wir hier sehen, das passiert. Jesus wird vom Tod abgestanden und wenn wir denken an die Zeit, dass wir Freitag Jesus in die Kreuzigung vieren, von der wird der 3. Tag vandaan zijn. Rache sagt, wird von der Dollar Östere sein als gestern wir. Aber das sind dann, das ist, was man an der verschiedene Schafe hat. Ich will nicht wieder hingehen an das Thema, aber ich habe das so abgefoten, Jesus ist probably an der Donnerstag gekreuzigt. Wenn wir mal wieder kriegen, das nur gehen. Aber das ist gut. Dat heeft met te doen, we doen dat vieren, we doen dat vrijdag vieren, en dat wil ik ook daarbij laten. Mis dat goed, dat hoofdzaak is, en denken wat Jezus voor mij en voor die gedaan heeft. Dat is de hoofddenk. Dat is de hoofdzaak. En dat merkt de onderscheid in ons leven. Dat merkt de onderscheid in deze dingen erleben, als ze dat zouden, dat het grof weer ladig. Wat ik hier zijn doe, hier redt het van Petrus en de andere dingen. En dat is nu allemaal Johannes, krijgt wat het brief geschreven heeft, het Evangelium Johannes. En aber hij zegt hier, als Petrus so schnell gegangen wir, dann ging er auch nach Nahen, dann ging der andere Jünger Nahen, Vers 8, der dort ersten Graf gekommen wir, auch Nahen, und er sagt, und gleich dort. Zie, dat heeft zich hier so, Johannes hat dort al Foto könnt da. Jesus wird vom Tod abgestoßen. Ich meine, sie sah dort, nicht? Sie musste das annehmen, nicht? Aber hier sagt er, er bleibt dort. Das sind ein wertvolle Wir, dass er dort bleiben wird. Dat bleiben wird, was dort passiert wird. Dat laat je Graf. Dat laat je Graf. En de Erlösung, unsere Salvation, die fängt an mit Jesus seine Arbeit hier in der Welt. Und wir können sagen, mit seinem Sterben am Kreuz, dass wir das wirklich mal passieren wird. Und an sein Abstoßen, dort merkt das fertig. Jesus sein Abstoßen vom Tod merkt das fertig, die Salvation. Weil wir weiter wir danach some Deel hier in dieser Welt, ich finde von 40 Deel, und für ihn im Himmel. Aber sein Sterben und Abstoßen, dort ist, wo wir, wenn wir dort annehmen, dann im Glauben ans Leben, das wo wir ewig Leben kriegen. Dann. Dort annehmen, seine Liebe und am Glauben dort annehmen kann. Wahrscheinlich, wo wertvoll zu sein, dass Jesus die bracht, die hat den Weg ganz gegangen für mich und für die, und das ist geworden. Wir wollen von der nach weiter ein bisschen mehr fokussen und denken an dort Glauben, dass Jesus ist vom Tod abgestanden. Und dort wollen wir uns noch mehr Vers lesen uit Johannes 20. Vers 19 wollen wir nu anfangen mit lesen. Jesus wies sich seine Jünger. Dann den ersten Tag an der Weg, so was aus der Jünger taub wären und uit Furcht vor den Juden, die deren Teuer geschloten hadden, kam Jesus und stund mank an und sagte, Fried mit Jünd. Als dit gesagt hat, weist an seine Hänge und seine Sie. Dann wären die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagt noch einmal, Fried mit Jünd. Zoals die vor mir geschickt haben, so schicke ich Jünd. Als dort gesagt hat, püst seinen Odem ever an und sagt, nehmt den Helden jetzt. Wenn je wem die Sünden vergeben, den sind die verjeft, und wem die nicht vergeben, dem sind die nicht verjeft. Hier will ich ein bisschen anholen an das. Jesus, der kam durch verschlossene Däre zu End, und er sagt Frieden mit End, und aber was er dann das nächste sagen deed, hij püst den Odem, sein Odem über die Jünger, und dann sagt er, nehmt den Helden jetzt. Wie weiter, dort wirklich am Pfingsttag wird der Helden jetzt uitgegoten über die Jünger, und dann fangen sie an zu reden, in andere Zungen und so wieder. Dort wird eine Apostelgeschichte, die Geschichte von Fingen tun. Aber hier hat Jesus all ein Symbol geben, und ein Sehen geben auf Wort. Wenn die wem die Sünden vergeben, dem sind die verjeft. Dus ik dat hier verstaan, erkennen, Jesus
die dan tot Jesaja en wiese al, met den Heilige Geest, want de Jünger den Heilige Geest hadden, wurde den gekregen hadden, met den Heilige Geest ongeveild, dan worden zij mensen harten verstonen kunnen. Dan worden zij, de Heilige Geest wordt te eind openbaren, want zij met mensen te doen hadden, als de mensen buisfertig weer. Als de mens wirklich busse deed, oder busse doen had. Era als dort bloß wat vergestaltet, oder bloß wat, bloß wat uiterlich weer. Zij worden dat erkennen met den Heilige Geest, wat Jezus entgeben wird, wat an den Menschen er heute vergehen. Sie würden erkennen, wer da oprechtig wäre, wer da treu wäre und wer da nicht wäre. Der Erkenntnis würde sie kriegen durch den Heiligen Geist. Gott würde sich zu Ende offenbaren und entweisen, was oprechtig wäre und was nicht oprechtig wäre. Ist das nicht wundervoll? Gott sein Geist schafft zornig. Sei stark. Und ich nehme das dafür an, von der ersten Tag. Da sind viele treue Kämpfer Christi, die das erkennen können, als die andere Person, was sie kennen, als die oprechtig ist oder nicht. Sie worden, Gott gibt ihnen die Erkenntnis durch sein Geist, durch sein Wort, durch die Wahrheit. Dann der 24. Vers, hier haben wir von den Thomas. Der Geschichte ist uns bekannt, weil wir uns die Versen lesen. Thomas, der Zwilling, einer von den 12, die nicht beehrt, als Jesus scheint. Als der andere Jünger am Sehen dort sei, den Herrn gesehen haben, seht er, ich war dort nicht bleiben, weil ich die Nägelstäden an seine Hände sei, in meine Fingers, dornan lie, in meine Hand an seine Seite lie. Om 8 Tage während der Jünger waren Bahnen und Thomas wie auch da. Dann kam Jesus aus der deren zugeschlossen wären und stund Madenmank ernten seht, Frieden mit Jünd. Dann sagt er zu Thomas, reik einmal deinen Finger her und check nur meine Hände und reik deine Hand her und leide an meine Seite. Und jaff die nicht den Unglauben haben, aber Glaub. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst nu, willst du mir seinen hast. Selig sind die, die nicht seinen und doch glauben. Die sind selig. So Jesus deed Thomas hier in Lassen für sich zu lehren. Er warnt Thomas vor Unglauben. So wie sein dort hier Unglaube, und wir finden dort in het Nieuwe Testament op verschiedene steden Unglaube, wat hij deed. Ook in het Oude Testament. Want we denken aan de Israëlieten. Immer kwamen ze in Unglaube aan en kwamen ze dadurch in Sinn aan. Ze vallen in Sinn, wenn sie nicht Glaube verfall an Gott sagte, deide. Sie glaubten nicht. Glaube ist schwach. Man sagt da am Berg Sinai, als er das goldene Kalf geht, deide. Glaube redt nicht so wie. Wenn Moses Lehrer wie am Bauch nach gegangen und über dem all die Deo die, was er zurückkam, über dem hat er sie abgegeben und sagt an einen anderen Gott, als der lebende Gott im Himmel. Unglaube brachte ihm Trouble nach. Unglaube. En dat zegt dat Gott seine Rache, sein Gerecht, kämpft über die, wat een Unglaube sind. So Unglaube ist eine schlimme Krankheit. Unglaube ist eine schlimme Sache. Und Jesus warnt Thomas hier. Er sagt, du glaubst, willst du mir seinen hast, aber selig sind die, die nicht seinen und doch glauben. Die Seligkeit liegt am Glauben, nicht an sein. Du musst glauben an dein Wort. Und er sagt zu Thomas, selig sind die, die nicht seinen und doch glauben. Und er warnt ihm für dieses schlimme Ding. Wir können das eine Krankheit nennen. Für das schlimme Ding von Unglauben. Bloß nicht glauben. Das ist ein schlimmes Ding. Dreh mal auf, da redet das Wort von Unglauben. Ja, glaub wie, dass Jesus erst von dort abgestanden? Well, so hastig. Ich glaube, wir würden alle sagen, ja, ich glaube das. Ich habe mehr von dir gehört. Und ich habe eine Botschaft davon gehört. Und ich habe das selbst in der Bibel gelesen. Ja, ich glaube, dass Jesus
dat salvation das dort passiert ist und dass Jesus ist vom Tod abgestoßen. Das bleibt weg. Aber was beweist das an dein Leben? Hast du Unglaube bent? Ich habe uns Frau. Römer 11, Vers 16. Wenn das erste Stück dich heilig ist, ist der ganze Klampen heilig. Und wenn der Warte heilig ist, sind der erste auch heilig. Je redet auch von der Warte und von Aster. Aber wenn von der Aster einige aufgebrochen worden und du vom Willen Olivenbaum man gerne nangeprobt warst, dass du mit Enthoop en Pot an der Recke Wartel am Olivenbaum hast, denk nicht, dass du höher stehst als der andere Aster. Sieh nicht stolz, aber denk daran, du hältst nicht der Wartel ab, der Wartel tragt die. Du wirst dann sagen, da wurden Aster gebrochen, dat ich dort können geprobt worden. Ganz reich. Die wurden aufgebrochen, wird sie nicht bleiben. Und du stehst bloß durch deinen Glauben. Da werden sie nicht stolz. Fertig die Leiber. Ganz klar. Ganz reich. Wenn Menschen sehen der Ost, das ist Jesus Christus, und Menschen seine Uitgewählte können sein, oder von den Israeliten würden wir nu so denken. Das ist like, was das hier meine dat. Weißt du, Überschrift sagt hier, das Bild von Olivenbaum, Warnung an den Nicht-Juden. Die Juden wären erstens Gott sein uitgewähltes Volk in den Old Testament Times. Und preist den Herrn, dass Jesus hat den Weg aufgemerkt von uns alle. Aber hier sagt das, weil wir abpassen, was wir davon machen. Wenn man gerne Israeliten wat nicht glauben deiden, die checken vielleicht ein bisschen nur die Pharisäer und Schriftgelehrten, was Jesus zum Tod verurteilen deiden und so weiter, was da verwirrt, dass Jesus gekreuzigt wird, sie da wären Anglauben an Jesus. Und die Rütgebrochen sind zum Beispiel hier, und du stehst durch deinen Glauben. Ganz recht, die worden rütgebrochen, wird sie nicht glauben. Ja, wenn nicht glauben, anglauben, dann werden sie rütgebrochen. Und du stehst bloß durch deinen Glauben. Da werden sie nicht stolz. Fertig die Leber. Da die nicht größer macht, dass, oh, ich, nicht. Das ist Gott seine Gnade. Jesus seine Gnade. Das tun ich keine, für alle Bestehenden an den Oliven, Stüd und an der Aster. Wir kennen an der Aster sein, was der Wort Jesus Christus ist. Das Hans hat hineingeproppt an den Baum. Und das ist bloß die Gnade Gottes. Wenn Gott der Aster nicht verschont, die von der Tür gewaschen werden, dann wird er die auch nicht verschonen, sagt der 21. Vers. Ja, das ist ganz klar. Gott wird gleich mit denen anders umgehen als mit den Israeliten. Da hat man Glaube zu tun. Wenn die nicht im Glauben sind, dann wird der Ried gebrochen von das Baum. Und wenn du nicht im Glauben stehst, wenn ich nicht im Glauben stehe, wie wird er Ried gebrochen. Da merkt man einen Unterschied, wie Gott unsere Herkunft und so weiter. Dann sei nu einmal, wo leiftolig und wo ernst Gott ist. Ernst zu die gefallen sind, aber zu die ist er leiftolig, wenn du bei ihm bleibst. Sie, wenn wir bei ihm bleiben. Das sagt keiner wahr, wenn wir bei ihm bleiben, ist er leiftolig. Wenn aber nicht, dann wirst du auch gebrochen worden. Wenn ich nicht dabei bleibe, im Glauben an Jesus, nicht im Glauben stehen, dann werde ich gebrochen worden. Das ist was mit den Israeliten passiert. Als een symbool. En dat is wat man ons ook passieren kan. En gerne ook, wenn die nicht in ihren Anglauben blieben, worden Trägen angeprobt worden. Gott kann die wahre Trägen anproppen. Wenn ein Mensch umkehrt dat, Gott ist gnädig, er nimmt den wahre an. Und er sagt, dass das kann passieren. Wenn du von einem willen Olivenbaum aufgebrochen und jen dort Naturgesetz bis an ein Tumen Olivenbaum angeprobt worden, wieviel mehr sollen da nicht diese Tume Asterträger in einen Olivenbaum geprobt worden? So, das sagt hier, das ist möglich, dass die Menschen, die sind aufgeirrt, dass die können zur Ansicht kommen, dass die sich bekehren können, frisch abmachen können und zurückkommen nach Jesus. Zurückkommen nach der lebende Wartel von Jesus Christus. Matthäus 28. Nog zo'n vers nemen. En dat heb je ook met te doen met aangeloven. Om dat beeld nog eenmaal een beetje te checken. Wat is aangeloven? En dat is gewoon een vreemde part van het testament.
aber dat sind ook in zijn weertval, het is de eeuwige zijn. Matthäus 28, vers 11 tot 15. Wat de wachter berechte. En als de vroeges gingen einige van de wachter aan de stad naar en zeiden de hohen priester alles wat geworden wird. Zie, deze wachter hier, deze soldaten hier, wat er angesteld werden zum waken bij Jezus zijn graf, die wisten ganz klar wat hier passiert wird. En ze gingen, als Jezus weer opgestaan, ze gingen aan de stad naar en zeiden de hohen priesters alles wat geworden wird. So de hohen priesters wisten nu ook wat geworden wird. Ze waren nu niet meer afschuldig. Ze wisten wat passiert wird. En als zij met de ältesten stopt werden en beroden deiden wat te doen wir, geven zij de soldaten een grote som geld en zeiden, sagt de mensen, zijn Jünger komen de nacht, als wir schleipen en steulen am weg. En wanneer de gouverneur dort wat te hören kriegen, dann wollen wir den zufriedenstellen, dort die nicht waren in Trouble kommen. Dann nehmen sie das Geld und deiden, so es ihnen gesagt wird, in der Geschichte, als man die Juden bad von der den Tag verspreit. Das ist was hier passieren da. Menschen, wat am Anglauben wären, wat er vergeven, sie wären am Glauben, aber sie wären nicht wirklich im Glauben an Jesus Christus. Sie wären sehr religiös, aber sie wären nicht im Glauben. Sie wären very religious. En zij wisten hier wat passiert wird. Zij wisten wat passiert wird nu. En wie vingen dat ook, dat is een hoge priesters, fariseërs, die deden fair, als Jezus is begroef wird, dann gingen zij in vroeger naar soldaten, gingen zij om gezegd, en vroeger zij kunnen wachten aanstellen bij dat graf, en dan namen ze Jezus den Schwindler. Als hij nog geleefd had, dan had hij gezegd, hij wordt van dood opstaan. En zij willen beseffen merken dat de Jünger niet willen komen en nemen Jezus uit den graf uit en zeggen, hij is opgestaan. So zij werden damit bekannt, wat Jezus gepredigt had, als Jezus in deze wereld wie als hij zijn mission deed. Zij werden bekannt damit. Zij hadden dat gehoord. Zij hadden dat gehoord gekregen. Zij wisten. Zij wisten zo wie het staat. En nu, dat de wachte en de woord het vertaald deed, dan die zeiden zij, we worden op zijn dood te die. We worden volk zijn, plus om diensten te houden met dit. Plus dat voor ons behouden, wel we plus een lees met opbrengen, anders daarna fit gestohlen en zo wieder. Dat is de schuld op de Jünger schuiven. En zij wisten over wat de woord het weer. Ongeloven. Hadden weer zo hard, ongeloven weer zo sterk, dat ze deden plus van één ding naar de nächste. Dus van één zin gingen ze aan de nächste aan de nächste zin naar, om de eerste zin zijn te versterken. Ze willen niet hebben dat ze zo ver dagen komen, dat zij schuldig werden. Want Jezus zijn dood en dat God es sehen wird. Dat willen ze helemaal niet zo hebben. Wat treurig. Hier zijn we ongeloven. Is er een wortel van ongeloven in mijn leven? En dien leven. Is er wel een wortel van ongeloven? Zum Beispiel, de kerk heeft some guidelines, wat ze willen zich aanhouden. En mij interesseren die niet zo zeer. Mij jankert nach mijn ene part van hand. Dat mij aan dingen een beetje ondersteunen, als wat ik weet wat de guidelines zijn. Wat is er aan mij, dat mij jankert dingen ondersteunen? Wat is er aan mijn hart ver, dat ik in desire heb, nur dingen ondersteunen, als wat ik weet wat biblical is te doen. Guidelines van de kerk, dan red ik van wat biblical zijn, wat een bibelgrond heeft. Wat doe ik met zo'n dingen? Wat jij mij dan? Wat vind ik mij traag met dat? Ik kan mij vrouwen, ik zal mij vrouwen. Als dat eenmaal irgendwo in mijn geloof en mijn leven ook de wortel van ongeloof. De vriend, Satan wil dat hier in ons leven aanbrengen. Hij wil hier ongeloof in ons leven aanbrengen. Dat we worden ontvangen dingen te verdrijven en traag te stellen voor onszelf, zelfverzworen dan man. En de wortel komt diep in ons leven aan. Waar we voorzichtig zijn. Zeiden, dat is alle niet zo nee, dat is niet zo nee. Waarschijnlijk heb je dat met wat het zijn, dat is niet zo nee. Wir sagen alle, wir sind Christen, nicht?
Bald wer sagt, es ist ein Christ. Vielleicht nicht alle von denen werden hier und dort, aber die meeste von uns, wir sind Christen. Und wir wollen um Himmel. Aber gleich dort, dat is de aanloop in mijn leven. Wat gleich weg? Oké, en wat ik glaube dat waar ik ook lebe. Is dat niet waar dat uitkomt dat? Wat ik glaube, dat lebe ik. Ik had een paar weken terug die alleen had. Bij mijn arbeid, mijn alderse arbeid. In Missouri heb ik een stad wat trailers te deliveren. En dan weer een man wat de halve tijd met offloaden. Hij weer een, ik glaube, een paar 60 jaar. Engst aan 60 jaar. Hij heeft al voor jaren retired, al early retirement genomen en zo wieder. Seine Rede bin nicht sehr gut, hier sind mir nicht sehr Fan, oder wieder mag, was nicht gut wieder zu brücken. Aber immer früher kam, bist du ein Christ? Dann sagt er, oh yes. Dann früher ich ihm, was von der Zweig forschst du? Oh, ich google euch die Zweig, ich folge euch die Zweig, sagt er. Dann früher ich ihm, dass du die Bibel lesen? Dann sagt er, no. Dann früher ich ihm, was macht die dann ein Christ? Wat glaube je geeft de man mij van een antwoord? Answer. Hij zei, hij je christelijk opgetrokken. I am raised Christian. I was raised Christian. Dat is waarom een christ moet. Zal het niet laten denken? Zal het niet laten denken? Ik reed te aan van Johannes 3, van Jezus in Elia in Johannes 3. Ik kwam de hij wil gleich horchen door onze raag. Dan zei ik nog eenmaal te aan dat, denk er maar even na. Dan zei hij, I will. So dan is dat zien dan. Ik weet niet wat wieder passieren wordt met de smolen, maar mijn gebed is dat hij wat Jezus aannemen, de waarheid erkennen, ver hij uit het leven uit en eeuwigheid neemt. So wat is Glauben? Gleich weg dort, dat Jezus Christus is van dood opgestaan, dat het de waarheid is. Als mijn ganze hart en klaar dan met, dat ik reid zie, dan nu ik dort uit te leven, wat de Bijbel leert. Zie ik waarlijk, zie ik reid dat te doen? Wat jeet mij dat? Ik wil hier zum Schluss van jou nog een vers lezen uit Matthäus 7. Matthäus 7, vers 21. Some van jullie leven kennen den uitwendig. En ook den vers, weet al welk vers dat is. Maar dat zegt Jezus zo staat. Die worden niet alle aan het himmelrijk komen, die to mij haar zijn. Door komen bloos die naam, die door doen, wat mijn Vader im Himmel hebben wil. Zo klaar. Zie, wanneer ik nu zeggen, ja, ik geloof aan Jezus. Ik geloof aan God. Ik geloof aan Jezus. Oké? Okay? Wanneer we een beetje wieder aan de gewone doen, dan op eenmaal, als er op eenmaal te vinden dat er gleich eeuwig leven is aan mij. Ik geloof aan Jezus, maar ik leef dat gleich. Dat is gleich te vinden in mijn leven dat ik hem persoonlijk ken, dat ik hem persoonlijk aangenomen als mijn heiland. Hier zegt God, Jezus zegt hier ganz klar, dat er worden niet alle aan het himmelrijk aankomen wat de haar zijn. Niet al die wat er zijn, ik zie een Christ. Dus dat alleen zei, dat brengt je niet in Himmel naar. Dat brengt ook dat leven. En dat im Glauben uitleven wat de Bijbel leert. En dat wens ik, van jeder einer van ons. Want we alle dat met ons ganze hart blijven doen en uitleven doen. Ben du en ik, wie willen im Himmel zijn. Wie willen ons in Himmel waar treffen. Mag God ons genoeg schenken en ons kracht geven, wieder om terug te dienen. De kracht is daar, wel we dat aannemen. Zijn genoeg is daar van daar nog, wel we dat aannemen en dat uitleven en am Glaube doorstaan. Am Glaube, ons dat ons ganze hartschap verloten dat op Jezus Christus. Wel we te beden. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir. Angesicht in dieser Morgenstund. Und die bloß zu loben und zu preisen und zu danken. Für du hast Jesus in diese Welt geschenkt. Und Jesus, dass du wahrlich wirst. In diese sinnvolle Welt zu kommen. Um hier zu leben, 31 Jahre.
in een mission te doen om mensen bekend te maken met God, met ons Vader im Himmel, met dien Vader. Wir danken dir, Jesus, dafür. Und dass du den Weg nach Golgatha gehen willst für uns sind. Dass wir erst hier die Jugend so erscheinen leider von, wo the man on the middle cross was my Lord. De man om dat middelste kruis. Haar helpt dat we in onze harten levendig zijn, werkelijk zijn. Dat we dat leven loten. Dat we ons geestelijke leven verder doen met geestelijke nahrung. Dat ons geestelijke leven kan sterker worden. Dat we werkelijk kunnen dieper slaan in die. Haar wil ons genoeg schenken, ons kracht en moed schenken. En ons helpen dat we worden ons focus plus op die houden, himmlische Vader. Wir danken dir für die Gnade und die Kraft, die du uns geben lässt. Ich freue wieder um den Segen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Not the same. Gently down the stream of time, lead me, Savior, all the way. Thou, the refuge of my soul, when the stormy billows roll, I am safe when thou art safe when thou art nigh. All my hopes on thee rely. Lead me, Savior, lead me, lest I stray. Gently down the stream of time, lead me, Savior, all the way, all the way. Savior, lead me then at last, when the storm of life is past, to the land of endless day, where all tears are wiped away. Lead me, Savior, lead me, lest I stray. Gently down the stream of time, lead me, Savior, all the way, all the way.